Im Herzen von Südamerika liegt inmitten des dichten Dschungels ein traumhaft schöner Wasserfall, für den sich einfach niemand interessiert. Aber wieso? Wir nehmen dich mit auf ein kleines Abenteuer entlang von 3 Grenzen in ein Land, das zwar unmittelbar an eine der größten Touristenattraktionen in ganz Lateinamerika grenzt, aber davon so gut wie nichts mitbekommt. Herzlich willkommen zu unserer 3 Tage, 3 Länder, 3 Wasserfälle-Tour. Den Anfang machen wir heute in Paraguay bei den Saltos del Mondao. Dann geht es morgen zu den Iguazú-Fällen auf der argentinischen Seite und dann übermorgen zu den Iguazú-Fällen auf der brasilianischen Seite. Und wir sind hier gerade in Puerto Iguazú. Das ist die Stadt, der Ausgangsort für die Iguazú-Fälle auf der argentinischen Seite. Und Paraguay liegt gar nicht weit weg von hier entfernt, eigentlich auf der anderen Flussseite. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, da hinzukommen. Ich habe eine Nummer gefunden von einem Fahrer auf einem Blogbeitrag, den habe ich kontaktiert und der holt uns jetzt gleich ab. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Hugo. Hugo, sí. Hugo, mucho gusto. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Todo bien? Y nosotros vamos con la balsa. Sí. Sí, muy bien. Ok, gracias. Ahora mostramos el pasaporte. We show the passport. Der Hafen hier in Puerto Iguazú liegt keine 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Grenzkontrolle ist, aber wir haben gerade unsere beiden Pässe schon abgegeben, also auf der argentinischen Seite. Aus dem Auto raus, ganz Aus dem Auto entspannt. einfach raus und die hat jetzt unsere Pässe und ich glaube, das ist dann schon die Ausreise. Keine 5 Minuten später, wir sind auf dem Boot und da hinten liegt Paraguay. Mal schauen, wann wir ablegen. Ich glaube, hier gilt so ein bisschen die Devise, es geht los, wenn es voll ist und da sind noch ein paar Plätze frei hier. Das fährt irgendwie so alle halbe Stunde, jede Stunde ungefähr. So. Es gibt nicht so ganz den fixen Zeitplan dafür. Wir haben hier Spaß da. Wir haben auf jeden Fall gute Laune. Richtig cool. Hugo hat uns gerade erzählt, dass sein Cousin auf dem Boot der Sänger dort ist, der hier auch in Casinos singt und so. Und jetzt glaube ich, so langsam, nachdem wir jetzt bestimmt 30, 40 Minuten gewartet haben, ist glaube ich das Boot jetzt voll und es wird Zeit abzulegen. Wir sind hier jetzt genau im Dreiländereck. Hinter uns seht ihr Argentinien, da kommen wir her. Dann das hier ist Brasilien und diese Brücke verbindet Brasilien mit Paraguay. Und hier jetzt hinter mir ist Paraguay. Also jetzt gerade in diesem Moment stehen wir genau zwischen diesen 3 Ländern. Und da seht ihr schon den Anleger. Also die Fahrt hat, keine Ahnung, vielleicht nur 5 Minuten gedauert. Und ist auf jeden Fall die deutlich coolere Variante. Man kann es auch über die Brücke machen, das machen wir dann vielleicht zurück. Aber einmal so hier über den Fluss schippern. Auf jeden Fall ein sehr besonderer Grenzübergang. Ja. Das macht so Bock, das ist richtig cool. Die Immigration auf der Paraguay-Seite hat auch 1 Minute gedauert, würde ich sagen. Also war auch sehr easy und wir haben sogar einen Stempel bekommen. Wir fahren jetzt noch mal so ungefähr 10 bis 15 Minuten von der Grenzkontrolle bis zu den Wasserfällen und wir haben den Fahrer Hugo, der wirklich super lieb ist, für den ganzen Tag. Das kostet 75 €, also ist nicht ganz so günstig. Der wartet aber auch bei den Wasserfällen auf uns und fährt uns dann wieder zurück zur Unterkunft. Man kann das Ganze auch anders machen oder ich weiß nicht, ob es geht, aber ich hatte eigentlich vor, mir einen Roller zu mieten und dann selbst auch mit dem Schiff rüber zu fahren. Aber ich habe einen Rollerverleih gefragt und die haben gesagt, dass ich den Roller nicht mit nach Paraguay nehmen darf. Habe dann auch nicht weiter nachgefragt. Die Alternative wäre einfach komplett ohne motorisierten Untersatz zu fahren, nur mit der Fähre und dann hoffen, dass da ein Taxifahrer steht. Allerdings war da jetzt keiner und das habe ich vorher auch gelesen, dass da keine stehen. Von daher funktioniert das da nicht. Oder man macht es halt anders, man fährt quasi mit dem Bus nach Brasilien und dann von Brasilien nach Paraguay und dann von Paraguay, von der Stadt, die dort ist, mit dem Taxi zu den Wasserfällen. Aber das ist dann halt ein bisschen kompliziert, aber wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Y bueno. $12 por persona. Sí. Luego tenemos el elevador y es más $4 por persona. Sería $16 para el paseo completo por persona. Ich habe auch gelesen, dass man hier nicht mit Karte zahlen kann. Man kann aber auch in Dollar zahlen. Wir haben immer so ein paar Dollar mit dabei.
Das ist ganz praktisch. Aber man kann auch mit argentinischen Pesos zahlen. Genau, aber so viel haben wir jetzt nicht dabei, weil da hätten wir wieder so einen Haufen mitnehmen müssen. Hier sind wir jetzt bei den Saltos del Mondao. Und es ist so krass, weil wir hier einfach noch keinen einzigen anderen Touristen gesehen haben, während die Iguazu-Fälle ja jeder kennt und die bei jedem so auf der Bucketlist stehen, bei uns ja auch, wir sehen sie ja morgen, ist hier einfach niemand. Und das ist eigentlich so sad, weil das wahrscheinlich voll die krasse Sehenswürdigkeit wäre, wenn es halt nicht direkt in den Iguazu-Fällen liegen würde. Und ja, hier sehen wir schon, wie sie sich so ein bisschen runterstürzen. Und wir können dann gleich mit dem Aufzug, den seht ihr hier, mit dem können wir dann runterfahren und kommen wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran. Aber sehr cool. Von hier sieht es noch krasser aus und ich bin so beeindruckt davon, wie viele Wassermassen da runterkommen. Und bei Iguazu ist ja noch mal mehr. Aber deswegen ist es auch cool, dass wir als erstes hier sind, weil jetzt ist das schon richtig beeindruckend. Runter mit dem Aufzug. Ein bisschen Angst. Ah, okay, krass. Das ist aber so ein Panoramaaufzug. Okay, es war cool, gell? Man ist Mega. richtig nah dran vorbeigefahren. Man wird auf jeden Fall ein bisschen nass, wenn man ganz vorne steht. Ja, krass, ey. Man ist einfach fast runter. Ja, ist richtig cool. Wahrscheinlich versteht man kein Wort von dem, was ich sage, was daran liegt, dass wir ultra nah dran sind. Also wir sind von oben jetzt nach hier unten gefahren und hier ist halt nochmal so eine Plattform, wo man mehr oder weniger fast unter den Wasserfällen steht. Also es ist so cool einfach und wir haben keinen einzigen anderen Touristen gesehen. Es ist so krass einfach. Ich würde mal sagen, wir suchen uns ein ruhigeres Plätzchen, als hier nochmal ein kleines Fazit, aber ich glaube, ihr merkt unsere Begeisterung. Wir sind zurück hier am Dreiländereck, haben uns mit Ugo noch ein bisschen unterhalten, haben dann noch in dem Restaurant was getrunken. Er hat uns ganz viel erzählt, also wirklich super lieber Typ, große Empfehlung, wenn ihr das machen wollt. Die Nummer findet ihr dann auch in dem Blogbeitrag, den Helen dazu noch schreiben wird, hoffe ich mal. Das muss ich. Und ihr müsst auch das Ticket für den Fahrstuhl, glaube ich, nicht kaufen, wenn ihr etwas sparen wollt. Da gab es auch eine Treppe, keine Ahnung, ob man die benutzen kann. Aber ich würde sagen, wenn man sich die Mühe macht, da hinzufahren, dann kann man die $4 für den Aufzug auch noch in die Hand nehmen. Und es war einfach mega cool. Würde ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht günstig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wann kommt man schon mal dahin? Und ja, da war halt auch niemand außer uns. Also man hat es so richtig für sich und es war sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Die einzige andere Touristin, die wir da getroffen haben, Aida aus Spanien, die haben wir jetzt mitgenommen, weil die auch zurück nach Puerto Iguazu fahren will. Also es ist alles sehr entspannt da, richtig cool. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie lange wir warten müssen. Wir sind jetzt ja quasi auf der anderen Seite, unser Boot steht da hinten. Oh, ich glaube, es kommt. Nee, oder? Das ist ein anderes Boot. Schade. Also wir werden warten, bis das andere dort voll beladen ist und hierher fährt. Und dann stehen hier aber schon ein paar Autos. Also ich hoffe, wir müssen dann nicht allzu lange warten, bis wir dann wieder übersetzen. Ist halt alles ein bisschen tranquilo hier. Eben, plant genug Zeit ein, so macht euch keinen Stress. Es dauert so lange, wie es dauert. Und es ist auf jeden Fall mega die coole Erfahrung. Und dann würde es uns freuen, wenn ihr dem Video zum Ende noch einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann kriegt ihr das auch noch hin. Und sollten euch mehr Videos interessieren zum Thema Reisen, Weltreise, Vlogs oder was auch immer, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann. Hier verbindet Brasilien und Paraguay diese Brücke miteinander und hier ist... Warte nochmal. Scheiße. Die Immigration auf der Paraguay-Seite war... Und das fokussiert nicht. Die Immigration... Das ist so krass. Mega cool. Also wenn ihr ein bisschen mehr Zeit in Iguazu habt, macht das. Das ist mega.